Hat Corona die Diskussion um 5G-Mobilfunk verdrängt? Weit gefehlt. Wir haben Experten am Donauturm zu 5 Gesprächen getroffen und gefragt, wie sie das Thema in den letzten Monaten erlebt haben. Mirtil Simko ist Molekular- und Zellbiologin, Nanotoxikologin und Strahlenbiologin. Wir unterhalten uns über Mobilfunkgrenzwerte und Freiradikale, die angeblich Stress machen. Als ich da dazugekommen bin vor circa 10 Jahren, da habe ich gehört, dass es sowas gibt wie oxidativer Stress durch elektromagnetische Felder. Das hat für mich fast esoterisch geklungen, als wäre das eigentlich irgendwie so Stress und oxidativ und Zellstress noch dazu, also was Furchtbares. Und da klingen bei mir immer ein bisschen so die Alarmglocken, so, da könnte eigentlich auch viel Unsinn drumherum gestrickt werden. Gibt es das jetzt oder gibt es das nicht? Oxidativer Stress gibt es. Tatsache? Das gibt es. Das ist ein ganz normales. Nein, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Das ist was ganz Normales. Passiert jetzt auch in Ihrem Körper, ständig, immer. Aber wir haben super. Ich fühle mich aber jetzt im Moment nicht gestresst. Ja, eben. Es ist ein Ausdruck, der vielleicht verwirrend klingt. Richtig oxidativer Stress bedeutet, dass wir zu viele freie Radikale im Körper haben. Freie Radikale? Das sind ganz normale chemische Moleküle, die in unserem Körper ständig vorhanden sind und sie reagieren mit anderen Molekülen. Und wenn das System nicht sehr gut ausbalanciert ist, also wenn wir keine zum Beispiel Antioxidantien ausreichend haben, das kennen Sie. Dann kann es dazu kommen, dass oxidativer Stress in den Zellen entsteht. Aber das ist ein normaler Prozess. Das klingt ja furchtbar, freie Radikale im Körper. Das ist halt so wie. Das klingt furchtbar. Was ist das? Es ist ein Ja? ungünstiger Begriff vielleicht. Also ungünstig im Sinne, dass man es so martialisch verstehen kann. Es heißt so, es ist ein chemisches Produkt sozusagen, wenn ein Atom oder ein Molekül ein Elektron auf der Außenschale verliert, wie auch immer, durch zum Beispiel Energieeinfluss, und dann wird so ein Molekül zum freien Radikal. Und diese Moleküle oder Atom ist dann sehr reaktiv. Reaktiv im Sinne, dass es dieses freie entstandene Lücke, also diese fehlende Elektron, ersetzen will. Also holt sich von einem anderen Molekül dieses Elektron, das ja auch gut ist. Aber es kann dazu kommen, dass dann diese andere Moleküle zum freien Radikal wird. Und das geht so weiter. Aber wir haben dafür ganz gute Systeme in unserem Körper. Wir haben Antioxidantien, die sind in unserem Körper als Enzyme vorhanden und die können da entgegenwirken. Also Sie sagen, dass das freie Radikale was völlig Normales ist, weil der Begriff klingt furchtbar. Der Begriff klingt für mich so, als würden da irgendwelche Rabauken in meinem Körper mit dem Gewehr auf andere Moleküle schießen oder sowas in die Richtung. In Deutsch klingt das furchtbar zumindest. Ja. Ist das furchtbar? Im Englischen ist es das gleiche Wort, eigentlich Free Radicals, ist vergleichbar. Zum Beispiel auf Ungarisch ist es ein ganz anderes Wort, klingt überhaupt gar nicht gefährlich. Also das ist jetzt nur ein Begriff. Also Ungarn fürchten sich nicht vor den freien Radikalen? Ich glaube nicht. Aha, interessant. Das nächste, das Stress, ist das nächste. Furchtbar. Ja, das hört sich schlimm an, weil wir das natürlich mit unserem alltäglichen Leben assoziieren. Also wenn wir im Stress sind, was weiß ich, im Stau rumstehen, oder dann geraten wir im Stress, oder wenn wir überfordert sind, das ist ein mentaler Stress. Im Prinzip ist es zwar biologisch gesehen ähnlich, aber oxidativer Stress bedeutet nur, dass da zu viel oxidatives Material, also in dem Fall die freien Radikale, im System vorhanden sind und mehr Elektronen klauen wollen. Aber Sie sagen jetzt, das tut sich jetzt in jedem Körper gerade. Ja. Spürt man, ja, ich spüre nichts. Also ich spüre da keinen Kampf oder so. Nein. Und wir sind hier noch dazu am Donauturm. Hier ist alles voll mit Funk. Es ist ein biochemischer Prozess. Sie spüren andere Prozesse ja auch nicht. Ich meine, Sie vermehren Ihre Zellen und die DNA verdoppelt sich. Jetzt gehen wir vielleicht wirklich auf das Thema Mobilfunk. Ja, okay, ja. Es gibt ja Studien, aus denen zumindest die Studienautoren herauslesen, dass Funkwellen am Grenzwert oder sogar darunter
dass sich da was tut. Wenn ich mich an die Studie erinnere von der AUVA, nämlich die ATEM-2-Studie, wenn man hier den Zahlenteil liest und wenn man dann aber auch den Textteil liest, dann schreibt der Studienautor selber, dass sich unterm Strich eigentlich nichts tut. Also was jetzt? Tut sich was oder tut sich nichts? Oder was tut sich? Zwei Dinge möchte ich gerne hervorheben. Erstens mal sollten wir wissen, oxidativer Stress ist relevant, wenn es wirklich um höhere Faktoren geht, zum Beispiel Faktor 10. Also wenn Wovon Faktor 10? Also wir haben einen ausgeglichenen Zustand, wir haben freie Radikale und Antioxidantien. Ergo haben wir keinen oxidativen Stress. Das ist der Normalzustand, den sollten wir eigentlich immer haben. Jetzt kommt irgendein Faktor dazu, das erhöht die Bildung von freien Radikalen oder senkt die Bildung von Antioxidantien. Also das Verhältnis wird gestört, wir sind in einem unausgeglichenen Zustand. Die Frage ist nur, wie hoch ist diese Differenz? Also befinden wir uns im Faktor 0,3 oder 10? Das heißt, erhöht sich die Menge an freien Radikalen vielleicht um 30% oder um 1000%. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. 30% ist nichts. Während 10-mal mehr ist schon ganz schön viel. Was passiert, wenn man diese Experimente durchführt, um festzustellen, ob oxidativer Zellstress vorkommt, gemessen werden kann, nachgewiesen werden kann, wenn ein elektromagnetisches Feld anliegt? Was passiert da jetzt tatsächlich? Was kommt unterm Strich raus? Gibt es das jetzt oder gibt es das nicht? Meistens wird die Anwesenheit von freien Radikalen gemessen. Das möchte ich mal einfach sagen. Die Anwesenheit von freien Radikalen ist ein Ding. Ja. Um eine Aussage darüber treffen zu können, dass wir oxidativen Stress haben, müssten wir natürlich auch die Antioxidantien messen. Weil wie ich schon am Anfang sagte, okay, ja. Wir müssen beides wissen. Also beide müssen quasi einer von beiden muss aus der Balance sein. Wenn beide natürlich ansteigen, dann haben wir doch gar kein Problem. Ach so, ja. Ja. Wenn man aber nur die freien Radikale misst, was in den meisten Untersuchungen der Fall ist, und gleichzeitig die Antioxidantien nicht gemessen werden, wissen wir gar nichts, außer die Tatsache, dass mehr freie Radikale produziert werden, was ja auch nicht unbedingt schlimm ist. Der Grenzwert selber, schützt der absolut? Oder da ist ja das Problem. Unsere Kritiker sagen, naja, aber wer weiß, vielleicht ist der Grenzwert viel zu hoch angesetzt. Ja? Dann gibt es die mehr der Grenzwerte, die von der Industrie diktiert werden. Ja? Es gibt Grenzwerte, tatsächlich gibt es ja in verschiedenen Ländern verschiedene Grenzwerte, die hauptsächlich politisch gefunden worden sind. Jetzt, was ist da wirklich dran? Wie funktioniert es dann mit den Grenzwerten der ICNIRP? Da gibt es diese 10 Watt pro Quadratmeter und da sagt man, okay, ab diesem Wert ist schlecht und unter diesem Wert ist gut? Ja, das kann man ganz klar erklären. Aber in einem bestimmten Wert gibt es Temperaturentwicklung. Deswegen ist der Grenzwert für den Gesamtkörper bei 0,08 Watt pro Kilogramm. Für den Gesamtkörper und für die Teilkörperexposition sind es die 2 Watt. Ja. Warum das eigentlich? Naja, weil das muss man natürlich immer irgendwo sehen, dass wenn ich telefoniere, was ja heutzutage kaum noch irgendjemand macht, weil jeder irgendwelche Stöpseln im Kopf hat, ist natürlich so eine lokale Erwärmung ganz anderes als ein Ganzkörper. So, weil die wieder abgeführt werden. Das wird ja wieder, wir haben ja eine super gute Temperaturregelung. Das heißt, so eine lokale, kurzzeitige Wärmeentstehung, was man ja oft auch beim Telefon übrigens schon spürt, einfach durch die Energie, die die Batterie macht. Das Handy wird ganz einfach warm. Ja, genau. Ja. Also, und man deckt das Ohr noch dazu ab. Genau. Aber das ist, ich meine, wir regeln das ganz gut. Also es geht um die Temperaturerhöhung im Körper. Das heißt, wenn ich eine dauerhafte Temperaturerhöhung im Körper habe, wenn ich das richtig interpretiere, die nicht abgeführt werden kann, dann wird es gefährlich. Kann man das so sagen? So kann man das sagen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jeder verstanden hat, was Sie da jetzt gesagt haben, weil wir bewegen uns gerade, merke ich, auf einem sehr hohen Niveau. Ich versuche es anders.
muss ich mir Sorgen machen, wenn ich mit dem Handy am Kopf telefoniere, wenn da eine Mobilfunkstation steht. Ich würde sagen, obwohl da so wahnsinnig viele Radikale in meinem Körper unterwegs sind, Elektronen getauscht werden. Genau. Also ich möchte es jetzt mal so sagen. Sage ich eigentlich immer auch meine Familie, die mich ja natürlich immer fragen, oder Freunde. Was wir mit diesen freien Radikalmessungen oder oxidative Stressmessungen quasi nachweisen können, ist eine Veränderung. Ja. Also wenn ich mich hier piekse, wenn ich mich zum Beispiel hier piekse, wird es vielleicht rot. Ich kann es messen, ich kann es wiederholen, aber es geht weg. Es hat null Effekt, weil es wieder weggeht. Das ist einfach etwas, was ich messen kann. Wir Biologen können ja alles oder sehr vieles messen. Und die Frage ist dann, ist es relevant, biologisch, gesundheitstechnisch, ist es wichtig? Okay, dann stelle ich meine Frage so. Ist das biologisch wie was, gesundheitstechnisch relevant? Ich würde sagen, diese kleine Veränderung ist nicht relevant. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.